Kannst du mich ein bisschen brauner machen? Okay, weil neben Sebastian mir ja voll die Kalkleiste. Ey. Was? Hast du Licht bei dir in der Werkstatt? Nein. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian, dein Name ist? Dominik, hallo. Genau, schön, dass ihr da seid und schön, Dominik, dass du jetzt bei uns bist. Ja, endlich. Ja. Genau. Danke für die Einladung übrigens. Endlich ist er bei uns, sein erster Arbeitstag heute. Und es tut mir natürlich total leid für Maschinenhandel Meier, dass er einen Dominik weniger hat. Aber das gucken wir uns gleich erst an. Und heute geht es nicht nur um Dominik, ich freue mich riesig, dass er endlich hier bei uns ist, sondern es geht auch um die Go-Challenge. Denn diesmal kommen die letzten Anrufer und jetzt geht es ja auch demnächst los. Denn in wenigen Tagen eigentlich ist schon die Go-Challenge, aber dazu gleich mehr. Und es geht heute auch um Fakes, 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 Fakes und nochmal Fakes und um die Rückschau auf den letzten Monat. Viele von euch werden Dominik bestimmt kennen. Ich hoffe zumindest, dass alle von Ihnen ihn kennen. Wenn ihr ihn nicht kennt, er ist von Maschinenhandel Meier, von einem wunderschönen YouTube-Kanal. Verlinken wir euch auch mal hier oben. Und er besucht uns heute einfach nur. Nein, er hat nicht bei Maschinenhandel Meier aufgehört, obwohl wir die schönere Werkstatt haben. Okay, das habe ich jetzt gesagt. Ja. Den Dienstwagen haben wir auch schon gesehen. Ne? Genau. Matt Schwarzen hast du mir versprochen. Die Geldkanone hängt da auch. Also ich sag mal, du kannst es dir noch überlegen. Vielleicht bleibt auch heute einfach hier. Wenn nächste Woche kein Video bei Maschinenhandel Meier kommt, dann wisst ihr, wie wir uns geeinigt haben. Ne? Nein, aber vielleicht wirklich, warum ist der Dominik heute hier? Wir haben vor einiger Zeit ein Video gemacht mit eurem Bandsägen. Und zwar ein wunderschönes Video, wie ich finde, weil hat man wieder sehr viel Diversität gezeigt und hat die schönen Sägen von euch auch gesehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke das mal hier oben. Und Dominik will was ganz Böses machen. Er will sie wieder mitnehmen. Ja, das ist eigentlich verrückt. Und ich glaube, wir haben uns schon so ein bisschen hinter den Kulissen geeinigt, dass eine hier bleibt, eine nimmst du wieder mit. Ja, was soll ich jetzt auch anders sagen? Genau so ist das. Aber was ich noch machen möchte, ich möchte dir mindestens mal eine Frage stellen. Ja. Wir haben uns heute die ganze Zeit hier unterhalten. Wir sind hier schon ein paar Stunden am Der ist echt. Nein. Die Frage ist folgendes. Ich bin ja Team Akku und du bist eigentlich Team Kabel, richtig? Ja, sicher, na klar. Ja. Die Frage ist, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten haben, konnte ich dir zumindest ein paar Akkugeräte näher bringen. Du kannst auch Nein sagen, das ist völlig okay. Naja, also ich muss auf jeden Fall schon mal ganz ehrlich zugeben, dass ich mich bei weitem nicht so sehr mit den aktuellen Trends auf dem Markt beschäftige, so wie du das machst. Darum habe ich ja schon gesagt, gucke ich deinen Kanal, um mich ja selber weiterzubilden. Ich finde es gar nicht so unspannend mit diesem Neigungssensor bei der Bosch. Ich würde nicht benutzen, aber ich finde es zumindest mal interessant, dass man sagt, was könnte man an so einem Werkzeug machen. Und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass es genauso mit so einem, wie so einem Gimbal, alles genauso exakt ausgerichtet. Du kannst nur noch gerade Löcher bohren. Wenn wir dann beide alt und grau sind, dann, ja. Aber eine Frage, was muss ich tun, um dich zu einer Akku-Tauchsäge zu bringen? Du musst mir die Festool hinstellen. Ich kann jetzt nicht über eine Metao erzählen. Eine beliebige Akku-Tauchsäge. Die Festool hat Kabel. Bitte hier einmal verpixeln. Das ist eine wirklich ernst gemeinte Frage. Guckst du meine Videos? Ja. Da benutze ich doch immer schon eine Festool-Akku-Tauchsäge. Ja, aber ich glaube, du würdest das privat nicht machen. Ich glaube, dass du privat immer noch Team Kabel wärst. Naja, sagen wir mal so, wenn man das, also jetzt mal ganz ohne Witz, wenn man es hinkriegen würde, dass hier wirklich genauso gut abgesaugt werden könnte, ohne den Staubsauger dahinter dran zu hängen. Also, weißt du, wenn jetzt hier hinten, ich sag mal, so eine kleine Kugel drauf wäre, integriertes Gebläse oder das ist hier irgendwie dran, dann würde ich sagen... Also ein kleines schwarzes Loch. Naja, gut. Ja. Also ich denke schon, dass es könnte schon möglich sein. Vielleicht klemmt man sich hier auch nochmal so einen separaten Sauger dran. Ich weiß es ja nicht. Aber dann würde ich sagen, Sebastian, mach mir nur mal einen guten Preis. Dann könnte ich mir das überlegen. Aber ich kann dein Moment, da kommen wir gleich zu. Ich kann dein Spannungsfeld auf jeden Fall verstehen. Das beschäftigt euch ja auch. Akkugeräte mit Absaugen ist so ein Thema. Ich kann es voll verstehen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem Team Akku, egal jetzt welche Marke. Auch bei Tauchsägen, weil ich immer noch sage, ist ein Kabel weniger. Er hat vorher 2 Kabel, jetzt ein Kabel. Ist ein Fortschritt. Ja, nee, klar. Ist ein Fortschritt. Eine Sache, ich habe eben die Dominik herausgefordert, weil ich habe gesagt, Akku ist ein interessantes Thema. Und zwar wollen wir das Duell, was ich mit Toni und Daniel schon gemacht habe, nämlich um die Wette nageln, dass wir das Ganze machen. Und
Wir haben hier ja von Milwaukee einen Akkunagler, der schafft, also ich habe damit geschafft, 15 Schuss in 3,5 Sekunden. Was? 15 Schuss in 3,5 Sekunden haben wir auf Video. Und jetzt die Frage, Jetzt so wie auf der Reeperbahn. die Frage ist, ob du das schneller hinbekommst. 15 in 3,5 Sekunden? 15, 3,5, ja, Zeuge. Aber okay, ich darf einmal vorher üben. Du darfst auch zweimal folgen. Wir machen das so, mein Versuch zählt und du hast danach 2 oder 3. Ich brauche aber vorher Schutzbrille und Gehörschutz. Klar, so wie das hier von euch auch machen würde. Ja. Ja. Komm, zeig jetzt. Ich habe ja Gehörschutz immer drin, Schutzbrille trage ich schon. Für dich haben wir noch eine. Als ob, das Ding ist doch programmiert oder so und bei mir machst du das dann aus. Das müsst ihr jetzt bitte so schneiden, dass ich nicht zu blöd bin, eine Nagelpistole zu bedienen. Ja. Jetzt, wo du so ein bisschen Enthusiasmus aufgebaut hast, worum spielen wir? Da. Eine Bandsäge? Dann behalten wir beide. Besprechen wir danach, okay? Mal gucken, wer gewonnen hat und dann besprechen wir das Ergebnis. Ich sag mal so, wir machen einen Deal. Der Gewinner kann einen Clip aufnehmen und der Verlierer muss es in sein Video reinschneiden. Geil, das finde ich geil. Das finde ich super. Deal? Nee, der zählt nicht, der zählt nicht. Der zählt nicht. Einen noch. Das ist der 5. Versuch. Das Problem ist, dass ich schneller bin als die Maschine. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns beide. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich bis gerade eben auch, ja. Dass ich gewonnen habe. Bitte schreibt mal in die Kommentare, falls wir noch mal irgendwas zusammen machen sollen. Ja, ich habe Lust. Du sagst mir das gerne, wenn du es verdaut hast. Und jetzt mal weiter mit den News. Also das nenne ich doch mal einen epochalen Sieg für Sebastian. Und der Dominik hat verloren. Natürlich war es alles ein bisschen Spaß, aber wir haben es ehrlich beide versucht. Und Dominik hat 6 Versuche bekommen. Ich hatte genau einen. Insofern, glaube ich, habe ich mehr als fair gewonnen. Und schreibt ihr doch mal bitte, was für einen Einspieler soll ich machen im Video von Dominik? Ja, weil er hat ja verloren, also muss er ein Video von mir bei sich einspielen. Nur was ganz Kleines, Kurzes, aber macht gerne mal den Hashtag Einspieler und schreibt es mal unten in die Kommentare. Bin sehr gespannt, auf welche interessante Ideen ihr noch kommt. Ich habe schon so, aber ich will nicht zu viel verraten. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar das Thema Fakes. Immer wieder dasselbe, nämlich auf Instagram gibt es immer wieder Fake-Accounts, die den GoTools-Account kopieren und dann jedes Mal und jede Woche wieder sagen, ihr habt gewonnen und bitte registriert euch hier, gebt eure Kreditkartennummer und eure PIN von der Bankkarte und weiß der Geier was. Also bitte fallt nicht auf diese Fakes rein. Wir schreiben euch nicht an. Nochmal in aller Deutlichkeit, wir schreiben euch nicht an, wenn ihr gewonnen habt. Alle Gewinne findet ihr immer nur auf der gotools.de Verlosungsseite oder Gewinnerseite besser gesagt. Und nur dort, genau aus dem Grund, weil das kann niemand fälschen, so dass wir auf der Seite immer darstellen, wer gewonnen hat. Da meldest du dich, alles gut, fall nicht auf die Fakes rein. Jetzt kommen wir aber zur Go Challenge, zu den letzten beiden Finalisten. Und mal schauen, wer heute rangeht. In alter Tradition wieder mal hier im Livestreaming-Setup, jetzt ganz alleine, etwa so 10, 12 Stunden nach dem letzten Stream. Ja, ich bin schon wieder für euch hier am Arbeiten oder am Drehen. Denn jetzt rufe ich gleich die letzten 2 an, die die Chance haben, zur Go-Challenge hierher vorbeizukommen. Denn wir werden am 11.12. hier vor Ort die Go-Challenge drehen mit, ich glaube, 4 Teilnehmern. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind von gestern. Mit 4 Teilnehmern, die hier um Werkzeug bei bis zu 10.000 € mit uns spielen können. Ich merke schon, ich sollte jetzt am besten einfach mal anrufen. Ich rufe jetzt so lange an, bis ich genügend Kandidaten dran hatte. Und für euch, ich werde die 2 Kandidaten immer die Antworten nacheinander reinschneiden, damit es für euch etwas kurzweiliger ist. Ich bin ein echter Werkzeugfan. Hallo Henry, schön dich zu hören. Hier ist der Sebastian. Genau, hier ist der Sebastian. Ich hoffe, an der Stimme erkannt. Ja, genau. Henry, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt kommt der Quiz. So ist es. Der Malter. Ich bin ein echter Werkzeugfan.
Hallo Malte, schön zu hören, dass du ein echter Werkzeugfan bist. Malte, du hast eben ein bisschen gezögert beim Rangehen. Musstest noch mal überlegen, wie das Codewort war? Ich hatte das Problem, ich habe ein iPhone und das läuft dann fortlaufend. Dann dachte ich so, weil ich noch auf einen anderen Anruf warte. Ah, okay. Also sollen wir uns jetzt beeilen. Kein Problem. Du weißt, was wir jetzt machen. Jetzt kommen 3 Fragen. Mit jeder Frage hast du die Chance, 50 € zu gewinnen. Ich würde sagen, lasst uns starten. Frage Nummer 1. Wir haben ja einen neuen Croc-Lock rausgebracht, die echte Werkzeug-Fan Edition. Ich hoffe, du kennst ihn. Was kann man denn mit diesem Croc-Lock echte Werkzeug-Fan Edition machen? Mit der Croc-Lock echte Werkzeug-Fan Edition. Muss ich passen? Nee. Der Croc-Lock ist da, um Werkstücke einzuspannen. Ja, absolut. Genau. Dann nächste Frage. Gibt es eine akkubetriebene Tischkreissäge von Bosch? Ja. Das ist korrekt. Das gibt es ja. Die dritte Frage ist folgendes. Und zwar, ich nenne dir 3 Werkzeuge. Ja? Nur eins davon gibt es. Und ich brauche von dir das korrekte Werkzeug. Das Werkzeug, was es gibt. Nummer 1, gibt es einen 54 Volt Bohrhammer von Bosch? Nummer 2, eine 18 Volt Tauchsäge von Milwaukee? Oder einen 18 Volt Heißluftföhn von Metabo? Dann ist es der Heißluftföhn. Korrekt, es ist der Heißluftföhn. Genau, den gibt es wirklich. Einen Heißluftföhn gibt es von Metabo. Milwaukee Tauchsäge gibt es nicht. Und das erste, das gibt es auch. Es gibt einen 54 Volt Bohrhammer von Bosch. Bin mir gerade nicht sicher, bin ich ehrlich. Also du hast es ja, wir machen das mal so, du hast es korrekt beantwortet, weil wir sollten ja nur ein korrektes nennen. Und du hast als erstes den Heißluftföhn von Bosch gesagt und das war, von Metabo gesagt und das war richtig. Wir haben in Summe, ich glaube, 20 Teilnehmer, die im Lostopf sind. Wir losen in den nächsten 5-6 Tagen aus und dann teilen wir den 4 finalen Kandidaten für die Go Challenge mit, dass sie vorbeikommen können. Und dann könntest du hier mit uns um Werkzeug spielen im Wert von bis zu 10.000 €. Jetzt haben wir also die letzten beiden Finalisten im Lostopf. In Kürze kommt ein Video, da werden die Gewinner ausgelost und nochmal alle Details zur Go Challenge mitgeteilt. Ich kann dir heute aber jetzt schon sagen, die Go Challenge wird am 11.12., das ist ein Samstag, um 19 Uhr live stattfinden. Und zwar werden wir mit euch zusammen spielen. Also wir werden spielen, ihr könnt zumindest ein bisschen mitspielen, die Finalisten können spielen und es gibt jede Menge Gewinne. Also auf jeden Fall am 11.12. um 19 Uhr mit dabei. Nur hier bei uns live. Schauen wir ganz kurz auf den letzten Monat zurück und da war natürlich eine Sache mega präsent und zwar das Thema Live. Unsere Live-Show, die wir letztens gemacht haben, wo es ja vor allem um das Thema Verkaufen ging. Das wissen wir auch und es gab wirklich minimal Kritik daran, dass es nicht mehr Entertainment gab, nicht mehr Aktion hier und da. Das ist völlig klar. Wir haben letztes Mal auch gesagt, das hier jetzt vor allem den Bosch Pro Weekend Sale und ihr habt ja auch sehr fleißig mitgemacht. Einerseits natürlich auch beim Kaufen, aber auch in der Live-Show. Vielen Dank dafür. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Wir haben es jetzt zum zweiten Mal gemacht mit Sandra zusammen. Wir haben uns auch so ein bisschen so eingeschwungen, inzwischen auch im ganzen Team, haben auch die Technik ein bisschen verbessert, hier und da. Ich hoffe, ihr habt das auch gemerkt. Wenn du dazu noch Anmerkungen hast, Verbesserungsvorschläge, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und gerade demnächst werden wir live gehen mit der Go Challenge, wie gesagt vorhin, 11.12. 19 Uhr werden wir mit euch zusammen und mit den 4 Finalisten hier zusammen spielen um richtig viel Werkzeug, nämlich im Wert von bis zu 10.000 €. So live schon noch eine Anmerkung. Ihr habt gesagt, Mensch, wie machen wir denn das mit den Verlosungen? Das ist ein bisschen nervig. Denn wir haben das ja verlost immer aus den Kommentaren, aus dem Chat. Und wir haben noch keine andere oder keine bessere Lösung gefunden, um die Verlosung durchzuführen. Und ja, wir wissen, du brauchst einen YouTube-Account, optimalerweise ein Abonnement. Das ist nicht zwingend Voraussetzung, aber es hilft. Nicht wirklich, aber ich kann es ja behaupten.
Aber es ist so, dass wir keine bessere Möglichkeit gefunden haben, etwas zu verlosen, weil wir wollen bewusst nicht, dass ihr euch nochmal extra irgendwo anmelden müsst. Denn wenn wir ein anderes Verlosungssystem machen, außer aus den Kommentaren aus dem Stream, das Ganze zu verlosen, dann müsstet ihr euch auf einer extra Seite anmelden mit nach deutschem Recht Double Opt-in, wie man so schön sagt. Und ihr müsst dort eure Daten wieder hinterlassen. Das heißt, ihr müsst dann alle, auch die nicht gewonnen haben, müssen dann ihre Daten uns geben, damit wir sie danach auslosen und benachrichtigen können. Und das ist ein ziemlich schwieriges System und deswegen haben wir gesagt, nein, das ist zu komplex und das funktioniert nicht, das ist für euch vor allem viel zu schwierig. Deswegen machen wir das aktuell noch nicht. Vielleicht finden wir ein besseres System, aber aktuell geht's nicht. Dann noch 2 Anmerkungen. Nummer 1, Fliesen bohren, das fandet ihr ganz gut. Es gab auch einige kontroverse Dinge, die gesagt haben, ja, andere Bohrer sind auch sehr gut und so weiter. Alles fein. Ich wollte euch vor allem einfach nur mal zeigen, wie gut diese Fliesenbohrer funktionieren gegenüber den älteren Fliesenbohrern, die ich sonst immer hatte. Und mich hat es total erstaunt und ich war wirklich begeistert, bei 2 Zentimeter Feinsteinzeug einfach mal so schnell durchzubohren. War super. Und wir haben vor kurzem hier bei uns im Bad auch was an die Wand angebracht, haben wir die auch benutzt. Mega, wirklich mega. Und das Thema Akkunagler, da haben wir richtig Spaß gehabt. Ihr habt ja vorhin auch mit dem Dominik gesehen, wie schnell der Milwaukee hier nageln konnte. Viele von euch oder einige von euch haben gesagt, es ist schade, dass nichts von Metabo oder von Bosch dabei war. Aber es gibt leider von Metabo und Bosch aktuell keine Geräte. Ich hoffe, dass wieder welche kommen. Vielleicht. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich keine anderen gefunden. Übrigens, bevor ich gleich zum Ende komme, nochmal der Hinweis an euch. Wenn du dir bestimmte Videos suchst, schreib es gerne hier falls du bestimmte Videos suchst, falls ich bestimmte Videos machen soll für euch, schreib es einfach mal hier unten in die Kommentare. Und denkt dran, es ist immer noch die Frage, was schneide ich dem Dominik in sein Video rein? Beziehungsweise was sende ich ihm dazu? Da gibt es ja eine Menge Schweinereien. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen. Jetzt aber ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.